Ich muss gestehen, dass ich selber noch gar nicht so lange Anime-Fan bin. Angefangen hat das Ganze bei mir vor etwa 2 Jahren, also Anfang 2015. Damals war mein erster Anime, neben den obligatorischen Anime aus meiner Kindheit, Sword Art Online. Und damals war ich gehypt as fuck von dem Ding. Nicht nur das Setting war etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte, die gesamte Atmosphäre des Anime hatte mich eingefangen und mich schließlich dazu gebracht, mehr über das Medium Anime in Erfahrung bringen zu wollen. Wenn man so will, kann man also sagen, dass SAO mich ein Stück weit zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ein Anime-Nerd, der so tut, als hätte er den absoluten Durchblick, aber Klassiker wie Cowboy Bebop oder Evangelion bisher noch nicht gesehen hat, aber dazu mehr in einem anderen Video, wenn es denn irgendwann erscheinen wird. Worauf ich heute eigentlich hinaus will, ist ein Thema, das sicher viele bereits leid sind. Die SAO-Debatte. Oder eigentlich, wenn man denn genau sein will, soll es darum gehen, dass viele Menschen die SAO-Debatte leid sind. Wie gesagt, habe ich SAO viel zu verdanken und auch wenn ich den Anime rückblickend nicht so gut finde wie damals, hat er doch einen gewissen Status für mich. Und ich weiß, dass es viele Anime-Fans da draußen gibt, denen es ähnlich geht. Ich glaube, die Welt hat mittlerweile verstanden, wie schlecht SAO doch scheinbar ist. Und die, die es nicht verstanden haben, die wollen es auch einfach nicht verstehen. Was vollkommen okay ist. Weil Geschmack im Gesamtpaket schlichtweg vollkommen subjektiv ist und jeder etwas anderes aus einem Stück Kunst, wie es Anime nun einmal ist, ziehen kann. Warum also der konstante Output an SAO-Videos, die darauf ausgelegt sind, zu demonstrieren, wie schlecht der Anime doch ist? Ein SAO-Video wird wahrscheinlich häufiger geklickt als ein Video über eine unbekannte Show, und ja, ich gestehe, das ist wohl auch der Grund, warum dieses Video hier entstanden ist. Was SAO in diesem Fall von Anime wie Death Note oder Attack on Titan grundsätzlich unterscheidet, ist die Tatsache, dass SAO bei Weitem polarisierender und kontroverser wirkt als die beiden genannten Beispiele. Sicher hat gerade AOT so seine Probleme, und ich selber habe nie genug Interesse an Death Note gefunden, als dass ich wirklich werten müsste oder könnte, was den Anime ausmacht. Aber ich glaube, es gibt kaum einen Anime, bei dem ein so großes Kräftemessen zwischen Pro und Contra herrscht, wie bei Sword Art Online. Und bis zu einem gewissen Punkt war das auch okay. Aber jetzt sollte man langsam doch mal an den Punkt kommen, wo man den Ball ruhen lässt. Nicht etwa, weil SAO auf einmal gut geworden ist, sondern weil so ziemlich alles gesagt wurde. Die meisten SAO-Videos greifen immer und immer wieder dieselben Probleme auf und ich bin sicher, dass ich mit diesem Video auch nicht gerade das Rad neu erfinde. Ich kann verstehen, warum Fans der Serie den konstanten Druck auf sie durch solche Videos leid sind, dass sie es leid sind, sich ständig rechtfertigen zu müssen, dass sie eine Show mögen. Während bei einem Anime wie beispielsweise Gurren Lagann wohl kaum einer fragen wird, wie man nur einen solchen Anime mögen könne, sehen sich SAO-Fans dieser Frage stetig ausgesetzt, und das schlägt aufs Gemüt und auf die Nerven. Ich bin mir sicher, dass einige Menschen die Serie nicht so hoch werten, wie sie gerne würden, nur um nicht negativ in der Community aufzufallen, weil sie SAO mögen. Und das ist schade. Es ist schade, wenn der Geschmack anderer so beeinflusst wird, dass er in die Community passt. Und es ist ebenso schade, dass viele Diskussionen gar nicht erst stattfinden, weil man sich gezwungen sieht, seinen Geschmack zu verheimlichen. Gerade jetzt, wo der neue Movie zu SAO rausgekommen ist, darf und hat man bereits über neuen SAO-Output sich erfreuen dürfen. Und ich habe nicht ein einziges Video geschaut, weil ich es leid bin. Bevor jetzt schon die ersten in die Kommentarsektion scrollen, lasst mich sagen, dass ich mir bewusst bin, dass bei einem konstanten positiven Output über eine Show wie eben Gurren Lagann auch keiner meckert, weil es too much ist. Allerdings halte ich dieses Argument für invalide, weil der Output in den meisten Fällen nicht annähernd so hoch ist wie bei SAO. Und des Weiteren glaube ich, dass Positives grundsätzlich besser zu ertragen ist als Negatives.